Dieses Mal habe ich vor, einen Adventskranz mit Stacheldrahtpflanze zu erstellen. Ja, und als Basis wird mir jetzt gleich dieser Strohkranz dienen und der hat in meinem Fall einen Außendurchmesser von 30 cm. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes damit beginnen und an irgendeiner Stelle meines Kranzes diesen Bindedraht befestigen. Also ist jetzt wirklich vollkommen egal, an welcher Stelle eures Kranzes ihr den Bindedraht befestigt. Ich bin jetzt gerade dabei, meinen Draht hier an dem Kranz zu befestigen. Und den Anfang von meinem Draht, den stecke ich jetzt hier ganz entspannt in den Strohkranz. So, zack. Kann man sich da gleich auch nicht aus Versehen irgendwie dran verletzen. So, dann habe ich hier meine Stacheldrahtpflanzen. Ich werde auch in die Videobeschreibung reinschreiben, wie viele Pflanzen ich letzten Endes benötigt hatte. Und ihr könnt es ja schon sehen, ich schneide die jetzt hier bündig unten ab. So, das wollen wir aber auch noch haben. Hier soll ja nichts verschwendet werden. Ich bin aber mal selber gespannt, wie viele Pflanzen ich benötigen werde. Jetzt nehme ich das Ganze hier mal auseinander. Je nachdem, wie plüschig man das haben will, nimmt man halt mal mehr Stacheldrahtpflanze oder weniger. Ich werde das aber relativ plüschig gestalten. So, hier ist mein Bindedraht. Stacheldrahtpflanze habe ich am Start. Ich achte jetzt auch darauf, dass das hier am Ende so einigermaßen gleichmäßig abschließt. Und dieses Mal werde ich beim Kranz diesen oberen Teil freilassen. Bedeutet, hier kommt Stacheldrahtpflanze hin und auf die Innenseite. Bei der Innenseite, da könnt ihr ruhig kürzeres Grün verwenden, weil der Weg ist ja hier geringer als an der Außenseite. Teilweise lasse ich auch mal die Innenseite aus. Genau, die Innenseite lasse ich teilweise auch mal aus, damit ich hier so einigermaßen immer auf gleichmäßiger Höhe arbeite. So, Bindedraht, Stacheldrahtpflanze. Und dann wickle ich die jetzt zweimal fest. Man kann auch nur einmal festwickeln, aber ich habe so im Laufe der Zeit die Erfahrung gemacht, dass zweimal festwickeln deutlich besser hält als nur einmal. Ja, und dann achtet auch immer darauf, dass man halt nichts mehr nachher von dem Strohkranz erkennen kann. Jetzt kommt hier die Innenseite, da ist der Draht, Stacheldrahtpflanze. Ja. Und Schaka. Das nächste Grün wird dann jetzt gleich etwas versetzt nach unten hin eingearbeitet werden. Ich zeige es euch nochmal. Ich habe jetzt mein nächstes Grün am Start und das wird jetzt etwas versetzt auf das vorherige Grün gelegt werden. Und auch das wird zweimal mit dem Bindedraht festgewickelt werden. Für die Innenseite werde ich dann vorzugsweise kürzeres Grün verwenden, beziehungsweise kürzere Stacheldrahtpflanze. Ja, und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr hier einmal komplett drumherum gekommen seid. Den Abschluss des Kranzes werde ich euch aber gleich noch genauer erklären. Ich werde euch jetzt mal den Abschluss des Kranzes zeigen und eine Sache habe ich noch für euch. Wem das Ganze jetzt hier zu plüschig sein sollte, der kann entweder mit diesem Bindedraht noch so bis ein- bis zweimal hier drumherum wickeln, also wenn man das hier fertig hat. Aber was ich jetzt machen werde, ich werde meinen Kranz noch mit diesem Schmuckdraht umwickeln und von daher befestige ich den jetzt auch schon mal vorab an meinem Kranz. Mache ich jetzt genauso wie mit dem dunklen Draht. Mache ich mal einen Knoten hinein. Und der Anfang wird auch in diesen Strohkranz hineingesteckt werden. Der ist auch etwas dünner, dieser Draht, als der schwarze Draht. Okidoki. So, mache ich erst hier oder erst da? Ja, ich mache erstmal hier noch einmal die Außenseite. Bindedraht ist am Start. Ich habe jetzt auch den Anfang meines Kranzes angehoben. Das ist jetzt schon mal, ups, der falsche Draht. Ja, jetzt geht es hier aber los mit den zwei Drähten. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin jetzt gerade dabei, diesen Anfang von meinem Kranz anzuheben, dass ich das halt nicht mit festwickel. Zack. Ich gehe nochmal dahin. Jetzt nochmal die Innenseite ein letztes Mal. Hebt das hier auch an. So, dann schauen, ob das so passt. Zur Not kann man auch nachher mit einer Krampe das Grün noch feststecken oder beziehungsweise die Stacheldrahtpflanze. Zieh gut stramm. Ich wickel aber jetzt nur noch einmal drumherum und mein letztes Grün. So, anheben, drunter schieben
ziehen. Das dauert auch einen kleinen Moment. Jetzt nehme ich das hier mal auseinander. Gehe da so dazwischen entlang. Und auch hier nochmal auseinandernehmen, ein letztes Mal. Ja, hier habe ich schon zu sehr festgewickelt. Mal stramm ziehen. Mal eben Lucky. Ja. Drehe meinen Kranz jetzt um. Und wer hat mal wieder seine alte Drahtschere vergessen? Ich natürlich. Wo ist sie? Und verwebe jetzt den dunklen Draht mit dem bereits dran gewickelten Draht. Und das Ende von dem Draht, das werde ich dann auch wieder in den Strohkranz hineinstecken. Apropos Strohkranz und Draht. Wenn ihr den Kranz auf einer empfindlichen Oberfläche platzieren solltet, ne, zum Beispiel ein Holztisch oder irgendwas Metallisches, dann lieber unterhalb des Kranzes nochmal einen Teller platzieren. Ne? Sicher ist sicher. Nicht, dass ihr euch die Oberfläche im schlimmsten Fall zerkratzt. Ich meine, gut, letzten Endes so einen Kranz, den schiebt man jetzt hier nicht die ganze Zeit so hin und her auf so einem Tisch. Aber sicher ist sicher. So, jetzt habe ich hier den anderen Draht und wickel hier mal so lange drumherum, bis mir das hier mit der Fülle soweit gefällt. Auch immer gut stramm ziehen. Ich mache das aber jetzt nur, ja, ich sag mal so relativ grob. Es kann ein bisschen anliegender sein in meinem Fall. Hä, was ist das denn hier? Legen wir dich mal dahin. Ja, oder ihr lasst den so plüschig. Ne? Das bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen. Letzten Endes alles Geschmackssache. Auch diesen Bindedraht schneide ich nun ab und befestige den an den bereits dran gewickelten Bindedraht. Ich glaube, so im Nachhinein war das jetzt eine ganz gute Entscheidung, da noch einmal drumherum zu wickeln. Hätte man auch zweimal machen können, aber das ist ja alles wirklich immer Geschmackssache. So, machen wir hier einfach mal einen Knoten hinein. Ich habe ein bisschen zu viel dran gelassen. Zack. Na. Und auch wieder hier hineinstecken. Ja, und jetzt kann man sich auch mal Gedanken machen, wie man den Kranz weiter dekorieren möchte. Ich muss jetzt erst noch in meinen Garten, beziehungsweise ich bin schon einen Schritt zu weit. Jetzt nochmal den Kranz überprüfen, ob noch an irgendeiner Stelle Stacheldrahtpflanze hin kann. Vor allem, dass man halt ja auch hier an der Innenseite nachher nichts mehr sehen kann. Ich habe hier eine klitzekleine Stelle, das werde ich jetzt noch vertuschen. Haben wir hier noch Stacheldrahtpflanze? Muss man eben Nachschub holen. So, wo war jetzt die Stelle? Da. Das mache ich jetzt einfach mit so einer Krampe fest. Und dann sieht man danach auch nichts mehr von. Könnt ihr auch an der Außenseite so machen, ne? Wenn ihr der Meinung sein solltet, ach, da hatte ich jetzt ein bisschen zu wenig. Das ist überhaupt nicht schlimm. So, nochmal Lucky. Ja, so sieht das jetzt schon mal gut aus. So, mein Grün habe ich jetzt am Start und aus meinem Garten habe ich mir jetzt etwas Lavendel geschnitten. Dann habe ich hier Eukalyptusgrün, Zypressengrün, ein Bund Schleierkraut. Ich habe aber noch einen Bund als Reserve hier in meiner Werkstatt liegen. Und last but not least, Nobilis-Tanne. Ja, und daraus werde ich mir jetzt kleine Sträußchen erstellen. Ich muss mein Grün natürlich auch noch zurechtschneiden. Bei der Nobilis-Tanne würde ich jetzt vorzugsweise das kürzere Grün verwenden. Das hier ist jetzt für meine Zwecke noch etwas zu lang. Ja, und mein Grün soll im besten Falle nicht länger als 10 cm sein. Im besten Falle, ne? Wenn es so 12 sind, ist auch noch okay, aber im besten Falle nicht länger als 10 cm. Und ich wollte euch noch was zeigen, wenn man jetzt hier die Spitze entfernt hat. Das kann man wunderbar, ach, wir haben noch was Loses, wunderbar mit Zypressengrün vertuschen, ne? So, dann nehme ich jetzt etwas Lavendel hinzu. Den muss ich jetzt größtenteils nicht zurechtschneiden. Und ich werde auch darauf achten, dass die Enden hier so einigermaßen gleichmäßig abschließen. Aber wie gesagt, ne, so kann man wunderbar das hier mit dem Tannengrün einfach mal vertuschen, beziehungsweise mit der Zypresse, die da drüber ist. Da kann auch etwas Lavendel hinzukommen. Ich glaube, ich nehme mal so 3-mal Lavendel. Okidoki. Jetzt habe ich hier eine Krampe am Haken am Start. Einige kennen die auch unter dem Begriff U-Haken oder Haften. Nehme die Stacheldrahtpflanze hier etwas beiseite. Lege mir das hier entspannt auf meinen Kranz drauf. Und zack, befestige das easy peasy mit dieser Krampe. Ja, und das mache ich jetzt so lange, bis ich halt hier alles von meinem Kranz mit Grün bedeckt habe. Am Ende wird dieses Grün auch wieder angehoben werden. Und das letzte Sträußchen schiebe ich hier so drunter, befestige ich auch wiederum mit einer Krampe.
So, dann gehe ich jetzt mal gleich auf Zeitraffer. Ja, beim Eukalyptus habe ich jetzt im Übrigen nicht so viel zum Zurechtschneiden. Ja, jetzt geht's hier los, ne? Jetzt kommen aber hier meine Sprachstörung. Schleierkraut kürze ich mir auch nochmal ein. Das hier ist auch nicht so schlimm, da kann man das andere einfach so drüber legen. Eukalyptus, komm mal her. Nochmal Eukalyptus. Ich muss mir gleich noch welchen holen. Ja, einen Tacken kürzer darf er. Beim Eukalyptus müsst ihr mal gucken. Man kann es auch so schneiden. Das hier ist jetzt gleich sowieso zu kurz. Dass man dann einfach Sonnenende hat. Ne? Dann halt hier schön bündig über den Blättern abschneiden. So, und jetzt haue ich mal den Zeitraffer für euch rein. So viel kann ich jetzt nicht mehr berichten. Bevor ich jetzt meine Kerzenhalter platziere, überprüfe ich mal meinen Kranz, ob hier irgendwo noch grün eingearbeitet werden darf. Sollte das jetzt bei euch der Fall sein, dann wird das Grün hier einfach nur noch so unten drunter hineingesteckt. Das wird jetzt nicht mehr irgendwie mit Krampen oder anderem Material befestigt. So, dann komme ich mal zu den Kerzenhaltern. Das sind welche, die haben hier oben einen Durchmesser von 6 cm. Ja, und die werden jetzt platziert werden. Vorzugsweise werde ich die jetzt nicht direkt auf das Schleierkraut setzen. Ich muss mal gucken, wie ich sie am besten einarbeiten kann. Ich habe mir aber auch schon Gedanken gemacht, wie ich das Ganze platziert haben möchte. Man kann die Kerzen auch ohne Kerzenhalter einarbeiten, aber so ist das letzten Endes, ja, ich sag mal, noch mal ein bisschen sicherer. Oder ihr nehmt alternativ einfach LED-Kerzen und halt keine echten Kerzen. Jetzt brauche ich mal meinen Zollstock. Die sollen nämlich ja so einigermaßen hier gleichmäßig sein. So, mal eben Lucky. So, ich räume jetzt hier mal meinen Arbeitstisch auf und dann geht es noch etwas weiter mit der Dekoration. Man kann natürlich auch an dieser Stelle jetzt aufhören. Ja, und diese übrig gebliebenen Reste, die werde ich auf jeden Fall aufheben. Die werden jetzt in meinem Fall nicht entsorgt werden. Schleierkraut kommt gleich in einen Eimer mit Wasser, die Zypresse und die Tanne ja auch, genauso wie der Eukalyptus. Eigentlich kommt jetzt alles in einen Eimer mit Wasser. Meinen Kranz werde ich mit Zapfen einer Schwarzkiefer dekorieren. Ja, und diese Zapfen hatte ich zuvor mit etwas Silberspray eingesprüht. Dann habe ich hier noch diese Dekosterne und alle Materialien werden jetzt gleich einfach mit der Heißklebepistole befestigt werden. Und dann habe ich noch eine Sache für euch. Diese übrig gebliebenen Zypressenzapfen, die werde ich aufheben für andere Projekte. Weil die würden jetzt in den Kranz nicht so wirklich hineinpassen und die sind auch relativ klein. Ja, und wie bereits erwähnt, das wird alles mit der Heißklebepistole hier einfach direkt an dem Kranz befestigt werden. Einige Zapfen stammen auch noch aus dem letzten Jahr. Hier zum Beispiel, ne, da ist jetzt auch noch Heißkleber dran vorhanden. Was wollte ich jetzt noch sagen? Die werden jetzt nicht einfach dann nach Weihnachten entsorgt. Die hebe ich dann alle auf. Ja, so lange, bis sie halt irgendwann mal auseinanderfallen. Diese Stelle meines Kranzes habe ich jetzt mit Absicht erst einmal freigelassen, weil da soll jetzt noch dieser Elch platziert werden. Damit er mir nicht runterfallen kann, werde ich noch 2 Zahnstocher verwenden, weil der hat wiederum hier ein Loch und da ein Loch. Und dann ist da halt der Zahnstocher drin und dann kann er halt nicht, ja, aus Versehen runterfallen. Ich muss jetzt mal selber gucken, wie ich das überhaupt machen möchte. Der soll ja so einigermaßen hier gerade drin sein. Ich glaube, ja, so ist das schon mal ganz gut. Hier haben wir schon mal einen Zahnstocher. Und dann jetzt mal eben schauen, wo der zweite hin kann. Und dann da. Okay, nehmen wieder runter. Ich hatte auch Glück, die hatten nur noch diesen einen Elch. Die anderen, die waren alle kaputt. Da war das Geweih ab bei einem. Dann habe ich den hier per Zufall noch gefunden. Ja, so hat er doch einen ganz guten Halt. Mal eben schauen. Doch, das ist okay soweit. Sollte man jetzt natürlich nicht irgendwie gegenhauen. Das Grün hier mal etwas hinausfummeln. Und dann werde ich jetzt den Kranz zu Ende dekorieren. Ach ja, fehlen ja noch die Kerzen. Da habe ich mich jetzt für diese Farbe hier entschieden. Ich muss die jetzt gleich noch auspacken. Das ist immer ätzend, ne? Die Folie, die klebt da immer so ungünstig dran. Aber ich glaube, es sieht nachher ganz cool aus.
Ich habe jetzt gerade noch an meinem Adventskranz die Kerzen ausgetauscht, weil diese Farbe, die gefiel mir jetzt nicht zu 100% an meinem Kranz. Letzten Endes ist das ja sowieso immer alles Geschmackssache. Ja, und dann ist mir noch spontan die Idee gekommen, hier an der Stacheldrahtpflanze eine 3 Meter lange Drahtlichterkette drumherum zu wickeln. Also im Nachhinein bin ich jetzt auch wirklich froh, dass ich hier die Kerzen alle noch ausgetauscht habe. Ja, und dass mir noch spontan die Idee mit dieser Drahtlichterkette eingefallen ist. Ja, und die ganzen benötigten Materialien für diesen Adventskranz findet ihr auch noch wie üblich in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!